Hi, ich bin der Olli von Bike24 und ich habe heute für euch was ganz Neues dabei, und zwar das Yeti SB 115. Das Bike wird heutzutage in der Down Country Kategorie eingeordnet. Aber was heißt das eigentlich? Das Bike hat, wie der Name schon sagt, 115 mm Federweg am Heck. Der Hauptrahmen ist allerdings der gleiche wie beim früheren SB 100. Es wurde nur ein anderer Link im Hinterbau verbaut und ein Dämpfer mit längerem Hub. Der Rahmen wurde außerdem gepaart mit einer 130 mm Fox Factory 34 Federgabel, und das ist ja schon mehr, als man normalerweise auf den Cross-Country-Rennstrecken der Welt sehen würde. Passend zu diesem Federwegs-Upgrade sind auch die anderen Komponenten ein bisschen mehr an das Trailfahren angepasst. Zum Beispiel besteht das Cockpit aus einem 50 mm kurzen Vorbau und einem 780 mm breiten Lenker. Außerdem sind hier Shimano XT Vierkolbenbremsen verbaut und auch der ganze Antrieb ist der Shimano XT 12-fach-Antrieb. Zudem ist hier in Rahmengröße L eine 175 mm Fox Transfer Sattelstütze verbaut. In den anderen, kleineren Rahmengrößen sind dementsprechend kürzere Sattelstützenhübe verbaut. Die Laufräder sind natürlich auch nicht unbedingt welche, die man auf einer Cross-Country-Strecke erwarten würde. Das sind die DT Swiss M1700 mit 30 mm Innenmaulweite und echt stabilen Felgen. Die verbauten Reifen von Maxxis sind auch die richtigen, um nicht gleich bei der kleinsten Wurzel oder dem kleinsten Stein einen Platten zu fahren und eigentlich auf jedem Untergrund ganz guten Halt zu haben. Ich meine, hier ist vorne ein 2,5 Zoll breiter Maxxis Minion DHF verbaut und hinten ein 2,3 Zoll breiter Maxxis Aggressor. Und damit kann man es schon echt ganz gut fliegen lassen auf den Trails. Die Besonderheit am SB 115 ist, wie auch an allen anderen Yeti-Modellen, der patentierte Switch Infinity Link am Hinterbau. Und für dieses Modell wurde ein besonders kleiner und leichter Link entwickelt. Aber was ist eigentlich dieser Switch Infinity Link? Der Switch Infinity Link ist ein bewegliches Rahmenhauptlager, das es ermöglicht, die Federkennlinie optimal zu kontrollieren. Im ersten Bereich des Federwegs verschiebt der Link den Hauptdrehpunkt nach oben und ermöglicht so einen sehr hohen Anti-Squat-Wert. Das heißt, es ist extrem effizient beim Pedalieren und das Fahrwerk bleibt trotzdem noch aktiv und schluckt kleinere Unebenheiten. Im mittleren Federwegsbereich, wo man dann eben nicht mehr pedaliert, ändert der Switch seine Bewegungsrichtung nach unten und öffnet so das volle Potenzial des Hinterbaus mit ordentlichem Gegenhalt im mittleren Federweg und einer schönen progressiven Kurve Richtung Ende, die für das typische Vollgasgefühl zuständig ist und einen gefühlt unbegrenzten Federweg zur Verfügung stellt. Die Geometriedaten entsprechen entgegen der Ausstattung schon eher einem Cross-Country-Fahrrad. Der Lenkwinkel hat 67,6 Grad, der Sitzwinkel 74 Grad, die Kettenstreben fallen relativ kurz aus mit 436 mm und der Reach ist hier in Rahmengröße L 450 mm lang. Das macht das ganze Rad zu einem wirklich agilen und schnippigen Fahrrad für flache Trails. Aber es ist eben auch nicht schlimm, wenn es mal ruppig wird oder Sprünge dabei sind. Das federt eben diese ganze stabile Ausstattung ganz gut ab. Mein persönlicher Eindruck zu dem Rad ist, dass man damit wirklich auch längere Touren fahren kann. Also ich bin damit schon über 50 Kilometer am Stück unterwegs gewesen und hatte den Dämpfer die ganze Zeit auf und hatte keine Probleme mit einem wippenden Hinterbau oder so. Und hier in der Dresdner Heide, wo wir eher flache und sandige Trails haben und nicht so viele krasse Wurzelstellen und sowas, ist das echt das perfekte Rad. Also auf den Feierabendrunden in der Heide habe ich einfach richtig Spaß, kann schnell unterwegs sein, kann im Sprint auch mal die Kumpels abziehen und bin bergab trotzdem nicht der Langsamste. Also, falls ihr Bock auf das Rad habt, schaut mal bei uns im Shop vorbei und bis dahin, ciao, euer Olli. Aber was heißt das eigentlich?